Ähm, Ich möchte meinen Vortrag vielleicht mit 2 Vorbemerkungen beginnen. Ich habe, als ich das, vorbereitet habe, ein 30-seitiges Manuskript gemacht. Und die das erinnert mich an einen Spruch, mit dem George Bernard Shaw, den Sie vielleicht kennen, ein berühmter englischer Philosoph und Sozialpolitiker, der hat entschuldigend vor einem Vortrag gesagt: „Meine Damen und Herren, ich hatte nicht genügend Zeit, mich kurz zu fassen.“ Das finde ich, tolles Ding. Ich habe also erst das lange Manuskript gehabt, dann habe ich daraus eine PowerPoint gemacht, um das zu kondensieren und zu kürzen. Ich hoffe, das gelingt mir. Aber diese PowerPoint, deren Anfang Sie hier sehen, ist nicht ist keine Unterhaltungs-PowerPoint mit vielen Bildern und das und jenes. Ich bewundere das, wenn die jungen Leute das machen, aber das ist nicht mein Stil. Das ist die erste Vorbemerkung. Also die PowerPoint dient einfach dazu, die Schritte zu erläutern, festzuhalten, die Sie und die ich machen. Viel inhaltlicher. Mich treibt die politische Entwicklung in unserem Land und in den westlichen Demokratien, überhaupt in den Ländern der Welt, enorm um. Und deshalb mache ich einen gewissen Akzent, den Sie sonst bei einem Arbeitsrechtler wahrscheinlich, der über das Arbeitswesen Deutschlands berichtet, das werden Sie wahrscheinlich nicht finden. Aber ich taste diese 6 Pfeiler und insgesamt die Verfasstheit unseres Arbeitslebens in Deutschland daraufhin ab, ob sie die sich abzeichnende Spaltung der Gesellschaft sozusagen vertiefen oder lösen helfen. Das wird ein ziemlich skeptisches Ergebnis werden und ein Aufruf zu einer Solidarität, deren Ausmaß mir selber noch nicht ganz klar ist. Aber ich glaube, diese Pfeiler, die Sie da sehen, die haben die Tendenz, gesellschaftliche Spaltungen zu erzeugen sogar und teilweise zu vertiefen und nicht aufzuheben, wie wir das gerne hätten. Ich komme vielleicht mal nach diesen Vorbemerkungen. Sie sehen hier diese Gliederung. Ich erläutere die einzelnen Bereiche und taste die ab nach dieser Fragestellung, die ich genannt habe. Aber in welcher Welt leben wir eigentlich, wenn wir heute von Arbeit reden? Herr Kaffie hat einige Dinge dazu schon gesagt, die ich spannend fand. Eher zu der subjektiven Seite, zu dem Verhältnis zu der Arbeit. Wir Wenn wir mal gucken, was sich da groß geändert hat, da sind wir sehr stark, ich nenne das die Trigger des Wandels, also die Schiebenden, die Anschübe oder Druckpunkte der Arbeit. Gut, und da ist die Tertiarisierung ein ganz großer Bestandteil. Also, nur noch zu einem Teil, einem wichtigen wohlgemerkt, aber einem Teil ist unsere Arbeit Industriearbeit oder direkte Naturbearbeitung. Die meiste, also 75% in Deutschland der Tätigkeiten sind nicht diese industrielle oder die direkte Naturbearbeitung, sondern ich habe es hier mal genannt, Nutzerbeziehungen, also Dienstleistungen, Tätigkeiten in der Schule, im Krankenhaus, im Pflegeheim,
in der Stadtverwaltung, äh, also im weitesten Sinne Dienstleistungen, das ist der Schwerpunkt unserer Gesellschaft oder unserer Arbeit, von der wir heute reden. Und da ist die weibliche Erwerbsteilnahme ein ganz zentraler Bestandteil, die in der Industriegesellschaft noch randständig war. Die ist in der Dienstleistungsgesellschaft oder tertiarisierten Gesellschaft sozusagen viel stärker geworden, und damit tauchen Fragen auf an Arbeit und an Organisation von Arbeit, die sich mit Vereinbarkeit beschäftigen, die sich mit Diskriminierung beschäftigen, die sich mit der Segmentierung von Arbeitsmärkten, also der Abgrenzung von Arbeitsmärkten gegeneinander beschäftigen und so weiter. Und der tertiäre Bereich ist auch das steht hier mit Prekarisierung, ist auch der Ursprung einer neuartigen Vielfalt des Arbeitens. Flexibilisierung heißt, dass der Normalarbeitstag aufgelöst wird oder das normale Arbeitsverhältnis stärker aufgenommen wird oder abnimmt. Prekarisierung heißt, dass es schwieriger wird, von der Arbeit wirklich zu leben und die Arbeit sozusagen als erfüllend, dass Dieter Nuhr, zu dem ich eine Hassliebe habe, weil er viel Unsinn redet, aber dieser Satz mit dem, dass Arbeit erfüllt, das hat er ja da satirisch zitiert, den nehme ich ernst. Also Arbeit soll erfüllen, und prekäre Arbeit leistet beides nicht. Sie bringt nicht den ordentlichen Lebensunterhalt rein und sie erfüllt auch die Tätigen nicht. Das ist ein echter Wandel. Informatisierung, der zweite Trigger, das haben wir ja gerade, habe ich mit den Ankommenden schon gesprochen über also über die Krise, die wir hatten, die Pandemie, die ja wirklich das Verhältnis zur Arbeit auch sehr beeinflusst hat. Homeoffice, das hängt sehr stark an der Informatisierung, dass ich online verbunden sein kann mit einem Betrieb. Entgrenzung ist ein neuer Begriff in der Sozialforschung, der in diesem Zusammenhang gekommen ist. Ich kann nicht mehr ganz klar unterscheiden, was ist Arbeit und was ist meine Freizeit. Das war bei der Fabrikarbeit sozusagen noch eine relativ klare Entscheidung. Ich gehe da rein und dann gebe ich die Demokratie an den Werkstoren ab. So hat man es damals häufiger gesagt. Aber dann war klar, wenn ich da wieder rauskomme, bin ich wieder voller Mensch. Das ist heute nicht mehr ganz klar. Wir wissen, dass die Arbeitsbelastung in dem Homeoffice, aber auch einfach in der EDV, in der elektronisch gesteuerten Arbeit, Menschen nicht mehr loslässt ohne weiteres. Und die das mit nach Hause nehmen, das als Projekt und weitermachen und so weiter. Artificial Intelligence ist ja klar, ist schon angesprochen worden. Und Herr Kaffi hat auch schon erwähnt, was ich hier mit Clickwork bezeichnet habe, nämlich dass Leute gar nicht mehr zum Arbeiten gehen, sondern von Hause aus kleine elektronische Arbeitsaufträge, Korrekturlektüre oder irgend sowas, übernehmen und fertig machen am Computer und abschicken. Die sehen ihren Chef gar nicht, die wissen gar nicht, die haben keine geregelte Arbeitszeit. Das kommt noch, das wird uns beschäftigen. Dann kommt Globalisierung.
Globalisierung, ich habe das jetzt bewusst in Anführungszeichen gesetzt, weil die Globalisierung der Wirtschaft und der Arbeit nämlich keine wirkliche Globalisierung ist. Da laufen nicht Warenströme in alle Länder der Welt und zurück, sondern da ist ein großes Dreieck mit USA, Japan, Europa, mit der OECD-Bereich. Und da sind Handelsbeziehungen zwischen entwickelten Ländern und weniger entwickelten Ländern und innerhalb dieser Ländertypen. Das heißt, das ist mit Globalisierung noch relativ schwer genannt. Es gibt globale Arbeitsteilung. Es gibt das, was ich hier nenne und was uns dauernd begegnet, auch in der politischen Diskussion. Es gibt die sogenannte Comparative Advantage. Nämlich es wird gefragt, seid ihr so produktiv wie die da in Indien? Das ist Comparative Advantage, nämlich der Vorteil, auch der materielle Vorteil, Advantage, wird schon weltweit angelegt unter dem Aspekt, kannst du da mithalten und nicht oder nicht. Und da kommt natürlich insbesondere die Lohnkonkurrenz her, wenn bei Hochlohnländern, wie wir es hier in Europa sind, mit Spitzenreiter Dänemark, wenn wir das schon mit Mittel- und Osteuropa vergleichen oder auch mit Afrika oder südasiatischen Ländern vergleichen, da sind wir natürlich im puncto Comparative Advantage teilweise ziemlich schlecht aufgestellt. Und das neue Phänomen, ich nenne es hier auch mit dem englischen Fachausdruck Global Value Chains, die Produktion, selbst die Industrieproduktion, findet sich heute weltweit verteilt in verschiedenen Ländern der Welt und sozusagen sie werden zueinander gebracht mit einer neuen, riesenweit entwickelten Logistik. Die Rohteile werden in das entwickelte Land gebracht, dort veredelt, eingebaut in Endprodukt, was wieder weiter geschickt wird. Das Ganze sind Global Value Chains, globale Wertschöpfungsketten, würden wir das nennen, nämlich Ketten, die die Arbeit nicht mehr in einer Fabrik von A bis Z erledigen, sondern über die ganze Welt verteilt, unterschiedliche Komponenten. Und mit der, ich nenne es auch mal mit der Globalisierung, ist dann politische Erpressbarkeit, wie wir sie jetzt bei Trump erleben, durch Trump erleben. Das ist ja das Fürchterlichste, was die Welt gesehen hat, diese Gestalt Trump. Ich meine, er ist jetzt gerade mit seiner Intervention im Gaza-Krieg möglicherweise doch einer, der da mit seiner Machtausübung etwas zum Besseren wenden kann. Ich weiß nicht, ob das rauskommt, aber er erklärt den Krieg in seinem Land, und zwar den Krieg nach außen und nach innen. Den Einsatz das stellen Sie sich mal bei uns vor, Einsatz der Bundeswehr in sozialdemokratisch regierten Städten. Da wäre zum Glück ein Aufschrei da. Ich habe aber deshalb bin ich auch so besorgt in meiner Gesamtstimmung. Ich habe den Eindruck, dieser Aufschrei ist nicht hörbar. So, und dann die Folge dieser Entwicklung, da gibt es jetzt verschiedene Konzepte, die
möchte ich jetzt nicht so im Einzelnen ausführen. Ich bin schon zeitkonsumierender, als ich dachte. Also manche sagen, der Wettbewerbsstaat ist an die Stelle des Sozialstaats getreten. Ist eine scharfe These, ich teile sie nicht, aber kann die Besorgnis gut verstehen. Ist es Deregulierung, was uns bevorsteht, à la Thatcher? Ich glaube das nicht. Das werde ich Ihnen allerdings an den 6 Säulen, glaube ich, deutlich machen können. Aber können wir alles beim Alten lassen? Das bestimmt nicht. Wir sind in dieser Herausforderung einer Transformation. Und das alles hat Auswirkungen auf die Arbeitswelt, transformiert sie. Entschuldigung, ich muss mich mit diesem Laserpointer noch vertraut machen. Es transformiert sie, aber destabilisiert sie auch, verändert sie. Da kommen Dinge ins Wanken, die wir vorher so nicht wankend gesehen haben. So, gucken wir jetzt mal. Die 6 Elemente, die hängen miteinander zusammen, die ich diskutieren möchte. Nämlich das Arbeitssystem in Deutschland zentriert rechtlich auf gelernte Arbeit, Facharbeit. In Deutschland mehr als zum Beispiel in England oder in Frankreich oder auch in Italien. Nämlich das erste Element Berufsausbildung im dualen System, also Berufsschule und Betrieb, wird als Regelfall irgendwie angesetzt. Dass er das nicht ist, werde ich Ihnen übrigens gleich sagen. Das Normalarbeitsverhältnis, das habe ich mal erfunden vor genau 40 Jahren, den Begriff und das Konzept. Dieses angebliche Normalarbeitsverhältnis, von dem wir gleich finden werden, dass es ein männliches Konstrukt ist, was die Hausfrauenehe und die Male Breadwinner-Familie voraussetzt, das genießt im Arbeitsrecht den höchsten Schutz. Das werden wir ein bisschen intensiver machen. Das System der sozialen Sicherung, sehr gelobt und sehr entwickelt in Deutschland, koppelt den außerberuflichen Status, wenn jemand krank ist, wenn jemand alt ist, wenn jemand arbeitslos ist, wenn jemand einen Arbeitsunfall gehabt hat. Also das Sozialrecht oder Recht der sozialen Versicherung koppelt diesen außerberuflichen Status an den Status im Berufsleben an. An diesen angeblich normalen beruflichen Status. Da ist die Befürchtung bei den dreien, dass da eine Teilung oder eine Trennung zwischen Insidern und Outsidern schon sich abzeichnet. Nämlich, dass zwar Leute da sind, die Berufsbildung, normale Arbeitsverhältnis, gute soziale Sicherung haben, aber ein größer werdender Bestandteil der Gesellschaft außerhalb dieser Sicherungssysteme besteht und wirklich schwer leidet. Nehmen wir die nächsten 3. Auf der kollektiven Ebene bietet das deutsche die Arbeitsverfasstheit, das System, auch starke Stützen, starke rechtliche Stützen, nämlich einmal die betriebliche Beteiligung, Betriebsräte, Personalräte und so weiter, ermöglicht, da werde ich auch ein paar Dinge dazu sagen, das Ding hier, das ist einer meiner Lieblingsausdrücke, wenn ich mit Recht und Politik umgehe, Bargaining in the shadow of the law. Verhandeln im Schatten des Rechts. Das ist unter den sozialwissenschaftlich aufgeklärten Juristen mittlerweile eine Klarheit. Recht wird fast nie
einfach angewandt, sondern es ist in dem Kontext, in dem Streitfragen auftauchen, ist Recht eine Hintergrundbedingung, die gegeben sein kann und die größer und stärker oder schwächer sein kann und vor deren Hintergrund dann die unmittelbar beteiligten Akteure Lösungen für Probleme zu finden versuchen. Also Recht wird selten direkt angewandt, das tun vielleicht die Fälle, die vor Gericht kommen, aber die 95% der Fälle, die gar nicht vor Gericht kommen, werden irgendwie beigelegt, in the shadow of the law, im Schatten des Rechts. Dann gibt es als zweiten kollektivrechtlichen Teil natürlich die Mitbestimmung im Unternehmensbereich, die, wie wir wissen, in Deutschland auch relativ stark verbreitet ist und schützt und ordnet die Beschäftigten und die Arbeitgeberinteressen, vorwiegend übrigens auf, fördert die Partnerschaft nach innen und nach außen, im Unternehmen, aber auch gegenüber der Umwelt, Umgebung, wie es scheint. Da werden wir drauf zu sprechen kommen. Und dann ist natürlich da das Kollektivverhandlungssystem, das Tarifsystem, was wir haben, dass die Beschäftigten- und Arbeitgeberinteressen übrigens überwiegend auf sektoraler Ebene, auf der Ebene der Branchen schützt. Da werde ich noch etwas drüber zu sprechen. Also das ist gar nicht schlecht aufgestellt mit diesen dreien. Es gibt aber Anhaltspunkte für die Befürchtung, dass diese Formen der Repräsentation, der kollektiven Interessenvertretung, der sozialen Segmentierung, also der Aufspaltung, der sozialen Aufspaltung nicht Herr werden, teilweise sie sogar vertiefen. Das kann kontrovers sein. Wir wollen aber jetzt die Pfeiler kurz angucken. Ich habe das schon gesagt, dass ich da einen gewissen Akzent setze. Berufliche Bildung, da können wir sagen, in Deutschland, übrigens weltweit sehr bewundert, existiert das duale System, nämlich das System der betrieblichen Berufsausbildung, die aber gekoppelt wird mit einem Tag oder auch Blöcken, Zeitblöcken, Berufsschule, also einer außerbetrieblichen Institution. Das Berufsbildungswesen ist sehr hochgradig reguliert. Das wird übrigens heute gar nicht, taucht in der ganzen Regulierungsdebatte nicht auf, wird auch von niemandem so richtig attackiert, weil es auch teilweise richtig gut ist. Also die ganzen Berufsbilder, die wir in Deutschland haben, deren Zahl sich verkleinert hat, das sind heute 327 Berufe. Für die werden Ausbildungsordnungen unter starker staatlicher Mitwirkung und Mitwirkung der sozialen Partner modernisiert. Und was da gelingt, das habe ich hier oben, kontinuierlicher Fluss ausgebildeter Fachkräfte, nämlich, Herr Kaffee hat vorhin erwähnt, Kräftemangel, der wäre wahrscheinlich noch viel größer, der Fachkräftemangel, wenn es dieses Bildungssystem nicht gäbe, was immer einen gewissen Anteil von Fachkräften die auch dann schnell abgenommen werden. Integriert, jetzt kommt allerdings schon ein bisschen Wasser in den Wein, integriert mehr als 60% der Schulabgänger jeder Kohorte. Das waren schon mal 70%, aber es ist eine begrenzte Zahl. Und wenn Sie dann
die, die genauere Struktur nochmal sehen, dann finden Sie, die Berufsausbildung wird in Deutschland überwiegend von Kleinbetrieben getragen und organisiert, aber die Abgänger, die ausgebildeten Abgänger sind überwiegend in größeren Betrieben. Die ziehen sozusagen als Trittbrettfahrer die ausgebildeten Kräfte ab. Da ist etwas nicht ganz richtig drin. Die Präzisierung damit zusammenhängt, dass da ja nur eine kleinere Zahl von künftigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auch in der Großindustrie gelernt hat, sind natürlich oftmals Diskrepanzen zwischen dem beruflich Erlernten und dem später Abgeforderten zu sehen. So, und dann scheint bereits eine Segmentierung in dem Berufsbildungswesen vor sich zu gehen. Also 2,9 Millionen Jugendliche sind überhaupt ohne Ausbildung. Das ist eine relativ neue Zahl. Und dann aber die Segmentierung, die geht auch noch weiter, die zum Beispiel geschlechterorientiert. Wer kommt in welche Ausbildungsberufe rein? Und wer will in welche Ausbildungsberufe rein? Dann kommen Sie an diese typisch weiblichen und die typisch männlichen Berufe und ein fortwährendes Ringen kann man dieses Schema irgendwie aufbrechen und es wirkt so bis heute, als gelänge das nicht. Also große Segmentierung bereits in dem System beruflicher Bildung. So, das ist komisch, das sind teilweise andere Schrifttypen, aber das ist jetzt egal, man kann es lesen. Der zweite Eckpfeiler, das sogenannte normale Arbeitsverhältnis. Ich habe das Normalarbeitsverhältnis ist ein Arbeitsvertrag oder ein Arbeitsvertrag zu einem Arbeitsverhältnis, der den höchsten Schutz genießt, gesetzlich. Und wenn man dem mal nachgeht, das ist das, was ich da 1985 gemacht habe und was mich immer noch umtreibt, die Kriterien rauszusuchen, wenn man sich mal die gesetzliche Palette durchguckt. Welche Kriterien werden da mit hohem Schutz versehen und welche nicht? Da finden Sie nämlich, dass der soziale Schutz, deshalb habe ich das geschrieben, der wird verteilt. Der ist nicht einfach da, sondern wird verteilt nach Kriterien zwischen Beschäftigten. So, ein Kriterium, und zwar das mit das größte und weltweit zu beobachten. Bin jetzt gerade in einem Projekt, was die ganzen Arbeitsrechte aller Länder der Welt systematisiert unter dem Aspekt, also erstmal sammelt überhaupt, das gibt es nirgendwo und wir machen eine Datenbank auf, die auch öffentlich zugänglich wird. Da ist selbst die ILO, die Internationale Arbeitsorganisation, nicht in der Lage, diese Kriterien alle zu liefern. So, die Kriterien, da steht an der Spitze Dauer der Betriebszugehörigkeit. Je länger ein Arbeitsverhältnis ununterbrochen in einem Betrieb war und ist, umso besser ist es geschützt. Das kann heißen Seniorität, so heißt es zum Beispiel im englischsprachigen Bereich, Seniority, oder im französischen Bereich heißt es Ancienneté. Ancien ist alt, jetzt Ancienneté. Und in allen Arbeitsgestaltungsordnungen wird dem ein
ein höchster Wert an Schutz eingeräumt. Das Zweite, kontinuierliche Erwerbsbiografie. Bleibe ich in demselben Betrieb von der ersten bis zum Stunde bis zum Rentenalter und so weiter, werden gegenüber Puzzle-Biografien, also gegenüber Biografien, die den Beruf mal wechseln oder das oder so, oder die mal Kinder großziehen oder die mal selbstständig sind. Solche Biografien sind systematisch außerhalb des Schutzes des Normalarbeitsverhältnisses. Dann kommt ein Punkt, je älter der oder die Beschäftigte im Beschäftigungsverhältnis geworden ist, umso höher ist der Schutz. Und ich unterstreiche da immer im Beschäftigungsverhältnis. Das Altwerden ist nicht automatisch ein Schutzgrund, obwohl der Schutzbedarf wahrscheinlich da genauso da ist, sondern ich muss sozusagen im Beschäftigungsverhältnis alt geworden sein, um diesen Schutz zu genießen. Dann kommt etwas, was uns vielleicht ein bisschen mehr beschäftigen könnte, auch in der Diskussion. Der Arbeitnehmerstatus im Betrieb muss gegeben sein. Also es muss jemand, wir haben vorhin von den Clickworkern gesprochen oder künstlicher Intelligenz. Ich habe dieses Beispiel des Clickworkers, der zu Hause das sich rausruft, genommen, also der sich das abruft, elektronisch dann diese Aufgabe erfüllt, unter Umständen noch nicht mal einen Auftrag hat, dann das einschickt und hofft, dass das angenommen wird als Arbeitsleistung und dass es entgolten wird. Das ist eine Person, die hat aller Wahrscheinlichkeit nach keinen Arbeitnehmerstatus. Das heißt, die ganzen Arbeitsrechtsnormen finden auf die nicht statt. Anwendung. Ich finde es ganz spannend. Sie kennen doch sicher Uber oder Link, Lyft meine ich, LYFT. Das sind die beiden weltweit verbreitet größten Automiet- oder Fahrermietunternehmen, die man bestellen kann, die den Taxis Konkurrenz machen und so weiter. Bei denen läuft weltweit die Frage, sind das Selbstständige, also Unternehmer praktisch, oder sind es Arbeitnehmer? In Deutschland gibt es nur diese zwei Möglichkeiten. Es gibt noch arbeitnehmerähnliche Personen, das lassen wir jetzt mal weg, aber es gibt nur entweder bist du Arbeitnehmer und wenn das nicht der Fall ist, wenn Uber, das ist eine amerikanische Firma, wenn die als Selbstständige eingestuft werden, dann genießen sie keinerlei arbeitsrechtlichen Schutz. Schluss. Dann haben sie das Risiko eines Unternehmens und Schutz irgendwelcher Art gar nicht. Übrigens, dieser Tage ist gerade gestern durch die Presse gegangen, dass in Kalifornien, dem Stammsitz von Uber und Lyft, ein Gesetz verabschiedet worden ist. Das ist ein demokratisch regiertes Land noch, in dem den Uber-Beschäftigten und den Lyft-Beschäftigten das Recht explizit eingeräumt wird, für Gewerkschaften zu bilden und Tarifverträge abzuschließen mit der Gegenseite. Was normalerweise nicht geht bei Selbstständigen, das wäre nämlich ein Kartell im deutschen Recht, ein Kartell, was verboten ist nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Also da tut sich ganz viel in dem Bereich Arbeitnehmerstatus im Betrieb. Vollzeitarbeit, habe ich hier dann gesagt, hat große Vorteile gegenüber Teilzeitarbeit. Der Status von Facharbeit
hat im Allgemeinen in der betrieblichen Hierarchie einen Vorteil, nicht nur einen finanziellen Vorteil, sondern zum Beispiel was die Versetzbarkeit oder so weiter angeht. Und die Betriebsgröße, das ist ein ganz entscheidender Faktor, auch die Betriebsgröße. Wenn Sie kritisch durch durch die Arbeitsgesetze gehen, durch die 1500 Seiten, dann finden Sie überall Vorschriften, die sagen, dieses Gesetz ist ab 50 Beschäftigten anwendbar und so weiter. Bei Mitbestimmung, auf die wir kurz noch kommen, über 2000, mit 2000 und mehr Beschäftigten. Beim Betriebsrat mindestens 5 Beschäftigte. Also das nennt man sogenannte Schwellenwerte, also Schwellen, ab denen ein Gesetz überhaupt greift, anwendbar ist. Nicht? Und damit wird Politik gemacht. Das Kündigungsschutzgesetz in Deutschland ist gerade vor 10 Jahren bereits in so Ansätzen von Deregulierung von 5 Mindestbeschäftigte im Betrieb auf 10 Mindestbeschäftigte für neue Arbeitsverhältnisse angehoben worden. Das heißt, wenn die Schwelle für die Anwendung des Kündigungsschutzgesetzes mindestens 10 Beschäftigte sind, dann fallen diese ganzen Blumenläden und so weiter oder Friseursalons und so weiter, die alle so um die 5, 6, 7 Beschäftigte haben, die fallen alle raus. So, also Betriebsgröße ist ein verdammt hartes Ding. Und wenn Sie jetzt mal die Synthese nehmen wollen, der Idealtyp von Beschäftigungsverhältnis ist das Normalarbeitsverhältnis, nämlich es muss sein eine lang anhaltende Vollzeitbeschäftigung innerhalb eines mittleren oder größeren Unternehmens auf der Grundlage gelernter Arbeit. Wenn Sie das mal nehmen, dann ist das eine Verteilung des Schutzes unter abhängig Beschäftigten, die eine bestimmte Gruppe privilegiert und andere außen vor lässt. Das ist eine spaltende Regelung. Das ist nicht, also da werden mir jetzt viele, ich diskutiere das mit Gewerkschaftern, ich bin Vertrauensdozent der Hans-Böckler-Stiftung gewesen, weil ich zeitlebens sehr viel mit Gewerkschaften mache. Aber mit denen kriege ich da immer großen Streit drüber, weil die sagen, ja gut, das sind wir sind doch die normalen Arbeitnehmer. Und ich sage, nein, guckt euch mal diese Frauen an, diese Alleinerziehenden an, guckt euch mal die Aushilfskräfte an, die Saisonkräfte an und so weiter und summiert das mal auf und dann kommt ihr schon auf einen großen Teil derer, die das nicht ohne weiteres machen. Also, ich bin übrigens ein Kritiker, seitdem ich das 1985 angefangen habe zu bearbeiten, ein Kritiker dieser Bevorrechtigung des Normalarbeitsverhältnisses. Und zwar, dieses Normalarbeitsverhältnis hat 3 Funktionen. Das hat einmal eine Schutzfunktion. Klar, also diejenigen, die da drin sind, die unter den Schutz fallen, für die ist es natürlich gut. Deshalb hängen die auch so dran. Deshalb mit Recht auch. Es hat aber zugleich eine Diskriminierungsfunktion. Das habe ich, glaube ich, in meinen Anmerkungen schon deutlich gemacht. Nämlich, es wird da zwischen typischer Arbeit und atypischer Arbeit plötzlich eine Unterscheidung gemacht und eine Grenze gezogen und es gibt Regulierungsdefizite dann für die Nicht-Normalarbeit.
Und das ist, ich nenne das der Beitrag, das ist ein rechtlicher Beitrag zur Legal Segmentation, zur rechtlichen oder Segmentierung zwischen Beschäftigten, den wegen des Geschlechts oder der Herkunft und so weiter. Und dann das Dritte ist, aufgrund dieser Diskriminierungsgefahr, die da besteht, hat das Normalarbeitsverhältnis eine Antriebsfunktion, nämlich es gibt den Antrieb an Menschen, möglichst atypische Beschäftigung zu unterlassen und tunlichst in ein Normalarbeitsverhältnis reinzukommen, auch wenn es knapp ist. Also es schafft da die Konkurrenz zwischen den Arbeitenden. Und ich habe es hier unten mal genannt, ich weiß nicht, wie weit das bekannt ist, das ist die Verankerung der protestantischen Ethik im Erwerbsleben. Protestantische Ethik also geht sorgsam mit der Zeit um, seid asketisch und so weiter und so fort. Das ist darin verankert und da kann man nun jede Menge Spaltungen dran ablesen, die meiner Ansicht nach auch in der heutigen Zeit viel von der politischen Verwahrlosung, auch in unserem Land, in puncto AfD etwa, miterklären kann. So, also jetzt muss ich aber, es dauert alles sehr viel länger, als ich dachte. Ich habe in einem weiteren Blatt habe ich mal so ein paar Dinge genannt, wie könnte eigentlich eine bessere Arbeitsgestaltung aussehen. Da werde ich jetzt nicht lange drüber reden, sonst komme ich einfach nicht durch mit dem Stoff. Aber da könnten wir in der Diskussion unter Umständen noch drüber sprechen, nämlich einen erweiterten Arbeitsbegriff zu akzeptieren, der nicht einfach sagt, Erwerbsarbeit, ist die einzige Arbeit und schützt alle diejenigen, die in dieser einzigen Erwerbsarbeit drin ist, sondern dass Sorgetätigkeit, die in der Gesellschaft verrichtet wird und von der die Gesellschaft auch abhängt, genauso wie von Waren, hängt sie von Fürsorge, von persönlicher Sorge ab. Und das aufzuwerten und eine Vielzahl von Beschäftigungsverhältnissen anzuerkennen, nicht nur das normale Arbeitsverhältnis. So, ich werde jetzt die weiteren Säulen viel schneller machen. Das Sozialrecht ist in Deutschland sehr gut ausgebaut. Also hier finden Sie die Risiken, die da abgesichert sind. Moment, hoffentlich bin ich jetzt, nee, jetzt, ja, doch, das war richtig. Also Risiken, das ist der Kern der Sozialversicherung und die Risiken, das sind diese hier: Krankheit, Alter und Invalidität, Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten, Arbeitslosigkeit und zuletzt auch anerkannt Pflegebedürftigkeit. Und bei diesen Risiken wird ein System der Zwangsmitgliedschaft begründet. Die Beschäftigten werden in eine Versicherung, in eine Zwangsversicherung reinbegeben, jedenfalls innerhalb bestimmter Einkommensgrenzen. Und es gilt dann einerseits das Versicherungsprinzip und mit dem Versicherungsprinzip gilt auch das Äquivalenzprinzip. So, das ist jetzt, oder
laufe ich da offene Türen ein. Ist das alles bekannt? Also Versicherungsprinzip meint nur ganz knapp, dass diese Risiken, die werden nicht durch eine einfache soziale, staatliche Leistung erbracht, wie der Beveridge, das Gesundheitssystem in England, sondern sie sind in Gestalt einer Versicherung organisiert, Krankenversicherung, zu der zwangsmäßig eine Mitgliedschaft besteht. Und Äquivalenzprinzip, das ist das, was mich hier im Moment am meisten interessiert. Äquivalenzprinzip bedeutet, die Geldleistungen der Sozialversicherung, egal gegen welches Risiko, die Geldleistungen sollen den Beitragsleistungen des oder der Versicherten äquivalent sein, sollen gleiches Gewicht haben, gleiche Höhe haben, wie die Beiträge, die diese versicherte Person im Verhältnis zu allen Versicherten gezahlt hat. So, wenn wir das mal nehmen, das kann man an der Rentenformel am deutlichsten machen. Da gibt es nämlich die sogenannten persönlichen, also in Paragraph 64 heißt es drin, das kennen Sie sicher besser als ich, der Monatsbetrag der Rente setzt sich zusammen aus persönlichen Entgeltpunkten, Rentenartfaktor und aktuellem Rentenwert. Also die werden miteinander multipliziert. Und die persönlichen Entgeltpunkte, das ist das eigentliche von der Person zu beeinflussende. Nämlich damit gehen eine Zeitkomponente einher. Ich kriege Punkte pro Jahr oder pro Zeiteinheit der Beschäftigung, in denen ich Beiträge bezahlt habe. Wie lange wurden Beiträge entrichtet? Und er enthält eine Einkommenskomponente, nämlich wie hohe Beiträge wurden entrichtet. Die werden ja nach dem Maß des Einkommens entrichtet. So, und dann, jetzt habe ich leider doch mich vertan. Dann kommen wir zu dem Ergebnis, dass die Rentenhöhe, die Zahlungen ziemlich genau die Rolle im Erwerbsleben und, wie ich genannt habe, im segmentierten Erwerbsleben widerspiegeln. Wer da gute Stellung hatte im Betrieb, das reproduziert sich darin, wird man vielleicht sagen, ist doch klar. So, übrigens, im Sozialrecht taucht da eine Figur auf, der sogenannte Eckrentner. Das ist das Äquivalent zu dem Normalarbeitsverhältnis. Es ist eine fiktive Gestalt, auf die die Rentengestaltung und die Rentenhöhe ausgerichtet ist. Und was natürlich ein Verteilungsprozess ist. So, jetzt bin ich, mache jetzt ganz kurze Bemerkungen, damit ich in 5 Minuten mit meinem Vortrag zu Ende bin und Ihnen dann überlassen kann. Sie können mit Fragen dann gerne in Vertiefungen anregen. So, das betriebliche Interessenvertretungssystem. In Deutschland relativ stark geregelt. Übrigens, ich nenne das es ist überwiegend prozedurales Recht. Das heißt, es schreibt Verfahren vor und
legt nicht einen bestimmten Wert fest, 8-Stunden-Tag zum Beispiel, sondern es sagt, bei dem und dem muss die betriebliche Interessenvertretung mitwirken. Und wenn wir das anschauen, also wir können sagen, bei wirtschaftlichen und personellen Prozessen, Konflikten, also Investitionsentscheidungen, Massenentlassungen und so weiter, da hat der Betriebsrat oder der Personalrat im Allgemeinen Informations- und Anhörungsrechte. Bei sozialen Fragen dagegen, also zum Beispiel Arbeitszeit, Lohnauszahlungsformen, Lage der Ferien und so weiter, in solchen Fragen hat der Betriebsrat eher Mitbestimmungsrechte. Wir können sagen, dass dieses System relativ gut akzeptiert ist, im Prinzip auf beiden Seiten des Sozialkonflikts zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Allerdings hat es einen Nachteil, nämlich der Betriebsrat existiert als zentrale Instanz im Betrieb und es dominieren, wenn man das soziologisch mal anguckt, wer im Betriebsrat tätig ist, da dominieren diejenigen, die aus dem Normalarbeitssegment kommen im Betrieb. Also es hat natürlich Gründe alles. So, das ist deshalb ein Problem, weil es wahrscheinlich bezogen auf die Segmentationsgefahr der Arbeitsgestaltung die Gefahr erhöht, segmentierende Entscheidungen zu treffen. Die Mitbestimmung, das Unternehmensmitbestimmungssystem, ist auch prozedural, nämlich es regelt im Wesentlichen die Anzahl von Sitzen mit Stimmrecht im Aufsichtsrat einer Firma und seinen Ausschüssen für Beschäftigte, in gewissem Umfang auch für Gewerkschaftsvertreter. Und da ist das Wichtigste, ich ziehe das jetzt mal raus, bei Großunternehmen mit mehr als 2000 Beschäftigten ist eine fast Parität der Sitze im Aufsichtsrat zwischen Arbeitnehmern und Kapitaleignern und ein Arbeitsdirektor der Fall. Im deutschen Modell 664 Gesellschaften fallen unter diesen Haupttyp der Mitbestimmung. Also das sind schon große Batzen. Also das hat eine ordentliche Deckungsbreite. Und im Allgemeinen scheint das System die Akzeptanz beider Seiten zu haben. Es ist nämlich eine Beobachtung, die steht jetzt nicht im Gesetz drin, dass in den Aufsichtsräten weniger direkte Mehrheitsentscheidungen oder Stichentscheidungen stattfinden, sondern doch konsensuelle Lösungen gesucht werden. Allerdings ist wohl die Gefahr, dass bestimmte Einigungen auf Kosten Dritter gemacht werden, sozusagen, wenn es ob Mehrarbeit im Betrieb gefahren wird oder Leiharbeiter eingestellt werden und nicht dauerhaft Beschäftigte, Arbeitslose eingestellt werden. Das ist oftmals ein Konflikt, wo die Dritten sozusagen die sozialen Kosten tragen. Oder wenn Umweltverschmutzung statt kostenintensiver Umweltschutzmaßnahmen, wenn es darum geht, das ist oftmals eine Koalition der Betriebspartner zulasten der äußeren Umwelt. Und schließlich das Letzte,
Da möchte ich jetzt heute nicht so sehr viel drüber sprechen. Es kommt dann auf die Diskussion an, ob das zu vertiefen. Ich habe dazu gesagt, dass die Besonderheit des deutschen Tarifsystems ist, dass ein abgeschlossener Tarifvertrag nur für Mitglieder der tarifschließenden Parteien gilt. Das ist zum Beispiel anders als in Frankreich, teilweise auch als in England. Also nur für Mitglieder der tarifschließenden Parteien. Das heißt, er gilt nicht für alle Arbeitnehmer, sondern die Arbeitnehmer, die der Gewerkschaft zugehören, die den Tarifvertrag abgeschlossen hat. Kann man lange darüber diskutieren, was der Vorteil ist. Es gibt auch die sogenannten Allgemeinverbindlichkeitserklärungen im deutschen Recht, die werden aber an sehr enge Voraussetzungen gekoppelt. Da war ein ganz wichtiger Fortschritt der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland. Der hat nämlich zumindest einen Sockel begründet für unabhängig von Mitgliedschaft und unabhängig von einer Allgemeinverbindlichkeitserklärung für Beschäftigte und hat damit, aber das ist in Deutschland lange nach den anderen europäischen Ländern gekommen. Gut, also es gibt da eine Reihe von Gesichtspunkten, die ich gerne noch genannt hätte, aber ich hatte nicht genügend Zeit, um mich kurz zu fassen. Das habe ich schon fast angekündigt. Und ich hoffe, dass Sie dieses Grundsystem mit den 6 Pfeilern haben nachvollziehen können und dass ich eine Sorge habe, dass die soziale Spaltung nicht beseitigen wird, sondern vielleicht in manchen Fällen sogar noch vertieft. Das habe ich hoffentlich zumindest plausibel gemacht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. So, jetzt haben wir noch ein paar Minuten Zeit, wenn Sie Fragen haben. Jetzt ist die Gelegenheit. Totgeredet wahrscheinlich. Ja, bitte. Ich komme. Vorne an. Berufliche Bildung. Ich bin hauptamtlicher Ausbilder gewesen, 72 bis 80 ungefähr. Was mich gestört hat, war, dass zu wenig Betriebe bereit waren, weibliche Auszubildende auch in Männerberufe auszubilden. Ich sage mal Folgendes. Wir haben Schlosser ausgebildet, Stahlbauschlosser ausgebildet. Ich habe dann mit unserem Boss darüber diskutiert, wie wäre das, wenn wir weibliche Auszubildende, ach, das können wir doch nicht. Und habe ihm dann gesagt, überlegen Sie mal, Sie bekommen nicht mehr genügend männliche Auszubildende, um die Jobs, die Sie haben, zu verteilen, sondern was wollen Sie dann machen, wenn Sie keine weiblichen Kräfte mehr haben? Und sagt, ja, da haben Sie ja nicht ganz unrecht. Und da hatte ich ihn so weit, dass wir dann auch weibliche Auszubildende in einem Männerberuf ausbilden konnten. Und ich habe festgestellt, das hat der Beziehung im Betrieb zwischen Männlein und Weiblein eigentlich gut getan. Ja, das wollte ich also nur als Beitrag wissend gesehen haben, dass das heute kaum mehr gemacht wird
Und das bedauere ich eigentlich. Ja, und seit den 40 Jahren, von denen Sie sprechen von 72 bis 80 als Ausbilder tätig, dass in diesen 40 Jahren hat sich da nicht sehr viel geändert an diesen Hindernissen. Also ich bin natürlich für diese Modellversuche, die es immer wieder gegeben hat, Mädchen in Männerberufe. Aber ich glaube, es hängt ganz wesentlich damit zusammen, dass diese sogenannten Frauenberufe, das ist ja schon ein Ausdruck, den man eigentlich gar nicht verwenden dürfte, ohne Anführungszeichen, dass diese Frauenberufe unterbewertet werden, systematisch, weil sie mit dem nicht beruflichen Teil der Sorge zu tun haben. Das sind oft Berufe, die mit anderen Menschen zu tun haben und so weiter und wo die Sorgetätigkeit geringer gewertet wird als die handfeste Schlosser arbeitet mit dem Werkstück und so weiter, diese Tätigkeit. Und meiner Ansicht nach muss sich da die Kultur ändern. Die Kultur muss sich ändern und ein wichtiger Schritt dazu ist, dass auch die Unterbewertung dieser sogenannten Frauenberufe abgeschafft werden muss. Denn ich glaube nämlich, dass im Hintergrund der Kultur zwischen Männern und Frauen bei Ausbildungsberufen auch ein Machtkampf der Geschlechter ist. Also dass da bestimmte Leute sagen, das geben wir nicht an die Mädels. So, und das liegt unter anderem auch daran, dass eben die nicht das gleiche Einkommensniveau und Ansehen und so weiter haben. Das ist noch viel Mühe. Aber danke für Ihren Hinweis. Ja. Ja, ich habe eine kleine Frage. Wie bewerten Sie die Diskussion, die Initiative der Regierung und verschiedener Kräfte zu den Ideen, Personen jenseits der Renten, des Renteneintrittes ordentlich in den Arbeitsmarkt zu integrieren oder dort zu belassen? Also ist das aus Ihrer Sicht eine Maßnahme, die mehr so einem kleinen, so einer kleinen Spritze dient, oder ist das aus Ihrer Sicht eine suffiziente Maßnahme, um Probleme in der Thematik Arbeitskräfte zu generieren, tatsächlich nachhaltig ist? Danke für diese Frage. Also das ist eine sehr gute Frage und setzt mich ein bisschen in Verlegenheit. Also ich kritisiere an diesen Vorschlägen, die derzeit gemacht werden, die ja auch von der Sozialdemokratie mit exekutiert werden über Frau Baas, dass sie lauter Stückwerk produzieren. Das gilt übrigens auch für diese Abschaffung des 8-Stunden-Tages, die in der Koalitionsvereinbarung drinsteht. Das sind lauter Stückwerksachen, denen aber sozusagen eine leitende Idee fehlt. Und wenn die Verlängerung der Lebensarbeitszeit, die Sie ansprechen, wenn die allein steht als sozialpolitische Maßnahme, dann bin ich ganz eindeutig dagegen. Das ist Quatsch oder es ist unmenschlich, weil das wirklich nur den Manövrierspielraum für Flexibilisierung der Arbeit erhöht. Dagegen in einem Kontext eines größeren Konzeptes kann ich mir das durchaus vorstellen, dass Menschen nicht an eine schematische Altersgrenze gebunden. Also ich bin da ein Beispiel übrigens dafür. Ich bin ja lange emeritiert und bin als Forschungsprofessor, kriege ich eine
sozusagen ein kleines Entgelt und so weiter. Also das ist eine Art Weiterbeschäftigung und da sind eigentlich alle froh drüber. Also auch die in der Universität, in der ich arbeite, die freuen sich, dass sie so einen alten Knacker da haben, der schon vor 50 Jahren bestimmte Probleme gesehen hat und der das noch mitteilen kann, wie das verarbeitet worden ist damals und wie sich die Sicht auf die Jugend zum Beispiel, wie die sich verändert hat im Laufe der Generation. Ich habe mit einer Soziologin zusammen ein Modell entwickelt, übrigens für das Bundesarbeitsministerium, der sogenannten atmenden Lebensläufe. Nämlich, dass mehr Zeiten während des Erwerbsalters, mehr Zeiten von Erwachsenen abgezogen werden können für Sorgetätigkeiten, und zwar für Männer wie für Frauen abgezogen werden oder für Weiterbildung oder sowas und richtig mit einem Recht auf Zeit verbunden sind. Und in einem solchen Kontext, wir kommen da immerhin auf ein Optionszeitenbudget von 9 Jahren. Und wenn es das gäbe in der Erwerbsbiografie, dann lässt sich auch darüber reden, dass das nicht mit dem 67. Lebensjahr endet, die Erwerbsbiografie. Also natürlich muss man dann immer sehr genau sein, muss gucken, was können die Dachdecker machen und was können die Hochschulprofessoren machen. Das ist nicht an einer Elle zu messen. Also, das ist ja ganz klar. Aber dass dann größere Spielräume auch atmend über den Lebenslauf verteilt werden können, das halte ich für denkbar. Aber dazu müsste man die Bereitschaft haben, sich auf ein großes Modell einzulassen. Wie kann eigentlich das Verhältnis von Arbeit und sonstigem Leben besser gestaltet werden? Also mir ist klar, dass nicht alles, was wünschenswert wäre, auch machbar ist. Aber der Staat redet über Wehrpflicht, da kann man diskutieren. Es gibt eine Schulpflicht. Könnte es nicht auch eine Ausbildungspflicht geben, um von diesen 2,9 Millionen Jugendlichen runterzukommen, die gar nichts an Ausbildung haben? Also ich habe ein Gutachten damals für das Institut für berufliche Bildung geschrieben, die Ausbildungspflicht der Unternehmen nach dem Grundgesetz. Es gibt eine Bundesverfassungsgerichtsentscheidung, die sich mit dem Berufsausbildungswesen beschäftigt hat und die gesagt hat, eine Ausbildungspflicht seitens der Unternehmen wäre mit dem Grundgesetz vereinbar, wenn sie beschlossen würde. Also es hat sozusagen grünes Licht gegeben für die Möglichkeit einer Ausbildungspflicht. Davon ist aber nie Gebrauch gemacht worden. Ich weiß nicht, das ist jetzt die eine Seite von Ausbildungspflicht. Die andere Seite von Ausbildungspflicht wäre bei den Auszubildenden, also bei den Jugendlichen selber. Da stocke ich etwas, weil die Ausbildungsplätze da sein müssen. Also man könnte nicht, wenn man sagen würde, alle Jugendlichen sind verpflichtet, eine Berufsausbildung zu absolvieren. Das läuft leer, wenn nicht die Ausbildungsplätze da sind. Also deshalb bin ich eher der Meinung, dass die Unternehmensbetriebsseite verpflichtet werden sollte, so ähnlich wie bei Schwerbehinderten. Also dass es eine Abgabe gibt, wenn ein Unternehmen nicht in dem und dem Umfang ausbildet und das dann wieder für Bildungszwecke eingesetzt wird, diese Abgabe. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ja, eine Pflicht, aber glaube ich nur realisierbar als Pflicht,
der Unternehmensseite. Es gibt ja die Möglichkeit, so wie im Land Bremen, ein Landesgesetz zu schaffen, dass diejenigen, die nicht ausbilden, eine entsprechende Abgabe bezahlen müssen. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Ja, ich war damals auch in diesem Sachverständiger in diesem Prozess oder in diesem Vorgang und habe das eben auch damit gestützt, denn die Abgabe, die braucht ja auch eine Legitimation. Und diese Legitimation hatte das Bundesverfassungsgericht geliefert, indem es gesagt hat, diese Pflicht kann statuiert werden. Haben Sie noch eine Frage? Sonst habe ich eine. Es gibt ja die weithin verbreitete Klage, dass sich um Arbeitnehmerbelange im Allgemeinen und im Besonderen um Arbeiterbelange eigentlich kein politischer Akteur mehr so richtig kümmert. Die klassischen an diesen Themen interessierten Parteien würden, so sagt man, sich heute mehr und mehr um Kulturfragen, Fragen des Zusammenlebens, des Lifestyles, wenn man so will, der Lebensart kümmern, was mit dazu beigetragen habe, dass die Parteien am rechten Rand eigentlich in ein Vakuum gestoßen sind und sich das ganze politische Spektrum so ein bisschen gedreht hat. Und heute eigentlich die neuen rechten Parteien die eigentlichen Arbeiterparteien sind. Zumindest natürlich der Programmatik nach. Also lassen wir mal dahingestellt, ob sie es tatsächlich sind. Würden Sie sich der Einschätzung anschließen, dass es eigentlich ein Mangel oder eine Schwäche der klassischen Arbeiterstimmen gewesen ist, dass wir heute die politische Situation haben, auf die wir schauen? Unbedingt. Also ich würde Ihnen da uneingeschränkt zustimmen. Vielleicht mit der Einschränkung, dass ich zum Beispiel im AfD-Programm keine entwickelte Programmatik für prekäre Beschäftigte finde. Die ist da nicht. Die argumentieren viel damit, aber bieten da nicht. Aber Sie haben vollkommen recht. Das macht mich als Gewerkschaftsfreund rasend, aber Gewerkschaftsmitglieder, also 15% der AfD-Wähler sind Gewerkschaftsmitglieder. Und es handelt sich da um AfD-Wähler, die dem ungelernten Spektrum angehören, überwiegend. Und Sie haben vollkommen recht, die herkömmlichen Volksparteien haben, und die Grünen sind in der Beziehung auch nicht anders, die haben diese Arbeitnehmer oder diese größer werdende Gruppe von Menschen aus den Augen verloren und sind, also Sie sagen keine Arbeiterpartei, auch die SPD, sondern allenfalls Arbeitnehmerpartei und dann mehr denkend an den Normalarbeiter und dessen Anliegen und so weiter. Ich glaube, das setzt sich in unserer Gesellschaft ganz stark durch und auch in der Parteienlandschaft. Und das ist selbstmörderisch. Also ich glaube, da muss deshalb mein Appell, das wäre jetzt noch am Ende das setzt, wenn man sich mit diesen Privilegierungen anlegt, muss man im Grunde zu Solidarität bereit sein. Und das würde ich auch von diesen Parteien verlangen. Die haben das aus den Augen verloren. Also ob sie jetzt aufs Kulturelle abgedreht sind, allein, das weiß ich nicht. Das ist schon auch das Ökonomische, aber jedenfalls nicht das Schicksal der kleinen Leute. Und das wird hier produziert in dem, was ich da
darzustellen versucht habe. Ja. Ja. Ich mag das daran anknüpfen oder darauf zurückführen, dass, ich sag mal, die Agenda 2010 ein großer Bruch war mit den Arbeitnehmern. Und dieser Bruch setzt sich weiter fort. Und das ist meine Befürchtung, dass auch das dazu führt, dass viele nach rechts abrücken, auch in der Arbeitnehmerschaft. Ja, da können vielleicht sich andere auch äußern. Das war ja nicht in dem Sinne eine Frage. Außer dem Anfang, also das ist in Europa an vielen Plätzen der Fall. Und das macht die Situation so vertrackt. Oh. Vielen Dank. Dann habe ich noch eine Frage zum System der sozialen Sicherung. Sie haben es ja ganz am Anfang ausgebreitet, dass das ja bei uns sehr tief gestaffelt ist von den Berufsgenossenschaften über die Sozialversicherungszweige, sehr stark abhängig ist von der Quantität der Normalarbeitsverhältnisse. Aber für sich genommen würde ich schon sagen, im Bereich der abhängigen Beschäftigung ist ja finanziell das System beitragsgestützt ganz gut unterfüttert. Es gibt aber ja viele Leistungen, die nicht beitragsgestützt sind, die die Sozialversicherung gleichwohl erbringt, was auch immer da reingekommen ist, so Kinder- und Erziehungszeiten, Mütterrente und sowas. Das ist ja alles jetzt nicht beitragsgestützt unmittelbar. Und die Frage wäre, haben Sie eine Idee, eine Anregung, wie künftig dieses System gesichert und erhalten bleiben kann? Dass man es groß noch ausbauen wird, nehme ich in Anbetracht der ökonomischen Situation nicht an. Aber es gibt ja in Skandinavien beispielsweise auch andere Systeme der Grundsicherung, der Volksrente. Werden die vielleicht auch hier einmal eine Rolle spielen oder meinen Sie, dass das System so erhalten bleiben kann, wie es jetzt steht? Ja, die Frage könnte ich kaum mit Ja beantworten, die letzte nach all dem, was ich gesagt habe. Das ist jetzt allerdings sozusagen eine Jahrhundertfrage, die Sie stellen und die ich als Nicht-Ökonom und Nicht-Demografieforscher und so weiter nur mit großer Bescheidenheit andeutungsweise beantworten kann. Also der Befund ist erstmal völlig richtig, den Sie gesagt hatten. Da ist ja eigene Praxis offenbar beteiligt, dass wir ein beitragsfinanziertes Grundsystem haben. Das ist das Bismarckische Ausgangssystem. Und dass das aber historisch immer weiter angereichert worden ist durch sogenannte, das sage ich jetzt schon bewusst, Anführungszeichen, versicherungsfremde Leistungen. Es gibt Leistungen, die nicht dem Äquivalenzprinzip entsprechen, also die nicht aufbauen auf vorher entsprechend geleisteten Beiträgen, sondern die aus anderen Gesichtspunkten, also wo Personen sich ein Dienst für die Allgemeinheit sozusagen geleistet haben und dafür nicht
hängen gelassen werden sollen. Also ich meine, das hat schon mit der Kriegsopferversorgung angefangen, aber Sie haben jetzt die Beispiele, die Renten, klar, die Kinder, Babyjahre, das ist schon länger realisiert worden. Und dank Herrn, wie heißt das, Söder, wird das dann noch weiter durchgedrückt. Also ich bin ein Freund, ein Anhänger des Grundeinkommens. Ich bin der Meinung, dass ein entwickelter Staat und eine entwickelte Gesellschaft, eine reiche Gesellschaft, wie wir es sind, sich leisten können muss, alle auf einem Mindestniveau zu halten. Mit Volksrente, also Skandinavien ist mir in vielem sowieso ein Beispiel. Ich halte es für aussichtslos im Moment, das bedingungslose Grundeinkommen zu propagieren, weil man sich damit nur ans Messer liefert. Also das sagt jeder, und wer bezahlt es denn, und die Drückerberge und so weiter. Was wir vorschlagen in dem Modell, was ich eben sagte, also diesem Optionszeitenmodell, ist, dass Menschen, die im Verlauf ihrer Berufstätigkeit, ihrer Erwerbstätigkeit Zeitblöcke rausziehen für gesellschaftlich notwendige Zwecke, dass die dafür ein, ich nenne es situatives Grundeinkommen bekommen, dass sie eine materielle Sicherung liegen, die über dem Hartz IV oder den Entsprechungen liegen und die sozusagen eine Antwort der Gesellschaft auf diese Sorgetätigkeit ist. Das halte ich, weil es begrenzt ist und weil es sozusagen an eine gesellschaftsförderliche Verhaltensweise gekoppelt ist, halte ich im Moment für zumindest diskutierbar und vielleicht auch realisierbar. Das wäre übrigens schon ein Riesenschritt, weil es den Arbeitsbegriff erweitern würde über die bloße Erwerbsarbeit hinaus und weil es sozusagen Anreize für beide Geschlechter schaffen würde, Sorge zu verrichten in der Gesellschaft und Zeit dafür aufzuwenden.